Hallo bei Einfach Backen. Hier findest du immer super leckere und einfache Rezepte, die garantiert gelingen. Wenn du keins unserer neuen Rezeptvideos verpassen magst, dann abonniere doch direkt unseren Kanal und am besten du aktivierst auch gleich noch die kleine Glocke, denn dann bekommst du immer eine kleine Mitteilung, wenn es ein neues Video gibt. Und heute backen wir einen ganz einfachen und unfassbar leckeren Himbeer-Cheesecake mit weißer Schokolade. Dafür brauchen wir Mehl, Zucker und Butter. Für die Füllung Frischkäse, Eier, Stärke, Vanillezucker und weiße Schokolade natürlich. Und fürs Topping Tortenguss und Zucker und natürlich Himbeeren. Ich habe schon mal unseren Ofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und eine Springform mit dem Durchmesser 20 cm und mit einem Backpapier ausgelegt. Genau, am besten ein bisschen zuschneiden. Also gut, ich würde hier jetzt auch keinen Preis für gewinnen, aber es muss auch nicht schön aussehen. Und jetzt geht's los mit unserem Teig. Das ist wahrscheinlich der einfachste Teig der Welt. Einfach das Mehl, den Zucker und die Butter verkneten und dann in die Form drücken. Du kannst natürlich auch die Knethaken deines Handrührgeräts verwenden. Ich mache das jetzt einfach mal mit den Händen. Jetzt alles verknetet. Der Teig kommt dir wahrscheinlich ein bisschen krümelig vor. Das soll so. Jetzt einfach mit den Fingern in die Form drücken, so dass der gesamte Boden bedeckt ist. Und dann darf er schon mal vorbacken. So, für unsere Füllung geht es jetzt weiter mit dem Frischkäse und den Eiern. Zusammen mit der Stärke und dem Vanillezucker einmal verrühren. Die weiße Schokolade habe ich schon mal geschmolzen. Die kühlt jetzt gerade noch ein bisschen ab und die kommt dann im nächsten Schritt darunter. Sobald das alles einigermaßen miteinander verrührt ist, kommt die weiße Schokolade dazu. Die Masse sieht jetzt schon so lecker aus. Gut, wenn alles schön verrührt ist, dann einfach jetzt auf den vorgebackenen Boden geben. Den Ofen habe ich inzwischen auf 160 Grad heruntergedreht und jetzt darf unser Kuchen nochmal für ca. 40 Minuten darin backen. Unser Cheesecake mit weißer Schokolade ist jetzt schön durchgekühlt, richtig schön geworden und wird jetzt mit unseren Himbeeren belegt, das i-Tüpfelchen. Danach geht es dann an den Tortenguss, dann nochmal kurz kühl stellen und dann können wir den schon genießen. Statt der Himbeeren kannst du natürlich auch andere Beeren nehmen, beispielsweise Erdbeeren oder Brombeeren, je nachdem, was gerade reif ist oder was bei dir im Garten wächst. Mit was würdest du denn diesen Kuchen am liebsten toppen? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf deine Rezeptinspirationen. Ich habe die Himbeeren jetzt hier so ein bisschen kuppelförmig angeordnet, aber du kannst natürlich auch ganz akkurat anrichten. Das sieht auch ganz schön aus, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt geht es an unseren Guss und dann noch mal kurz in den Kühlschrank. Hierfür einfach den Tortenguss, ich habe hier roten Tortenguss genommen, mit dem Zucker und dem Wasser verrühren und dann einmal aufkochen. Unser Guss ist drauf. Es macht übrigens auch nichts, wenn das hier in den Seiten so ein bisschen runterläuft. Ich finde, das sieht eigentlich auch ganz schön aus. Jetzt geht es noch mal ca. 30 Minuten in den Kühlschrank und dann können wir endlich probieren. So, nach der erneuten Zeit im Kühlschrank ist unser Kuchen jetzt endlich fertig. Ich kann es kaum erwarten, ihn anzuschneiden und zu probieren. Und ich hoffe natürlich, dass dir das Rezept gefallen hat. Wenn ja, dann abonniere doch direkt unseren Kanal. Am besten du aktivierst doch die kleine Glocke, denn dann verpasst du keins unserer neuen Rezeptvideos. Den Link zum Rezept findest du natürlich wie immer in der Infobox. Und ich schneide den Kuchen jetzt mal an und wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ofen habe ich inzwischen von 200 auf 160 Grad Ober und okay, den Ofen habe ich jetzt nochmal, nein, stopp. Den Ofen habe ich zwischenzeitlich von den Ofen habe ich zwischenzeitlich von den Ofen habe ich inzwischen von 200 Denk an was Trauriges. Den Ofen habe ich inzwischen